Heute bei Elected News hat das Auktionshaus Alexander Historical Auctions in Chesapeake City die Bar von Adolf Hitler versteigert. Diese galt jahrelang als verschollen, da sie ursprünglich in Hitlers Yacht verbaut war, welche allerdings 1949 verschrottet wurde. Nur überstand die Bar dies und lagerte dann über Jahrzehnte unentdeckt in einer Scheune in Maryland. Aktuell sind bereits über $250.000 dafür geboten, aber die Auktion findet immer noch kein Ende, weil die Bieter ihren rechten Arm einfach nicht mehr runterbekommen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachsendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Elected News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt von unzähligen Bildern, die man immer in neu gekauften Rahmen schon drin hat. Und die hat nicht die Rahmenfirma da reingemacht, sondern ich bin 6 Tage die Woche in der ganzen Republik unterwegs und stecke dabei in jeden Bilderrahmen, den ich finde, mein Bild selber rein. Das ist mein Einsatz. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Pro7 Morning Show auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Elected News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Kinshasa, wo dieser Gorilla noch 20 Sekunden entfernt ist, zu bemerken, dass du ihm seine letzte Karotte weggenommen hast. Das heißt wiederum, dass du nun nur noch 15 Sekunden Zeit hast, um abzuhauen, plus der Flugzeit nach Kinshasa natürlich. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Sonderrentenkorrespondentin Angela Merkel die neuesten Trends für die Zeit nach der Kanzlerschaft. Allem voran, endlich mal durchatmen zu können und nicht mehr im Aufzug des Kanzleramtes zwischen Peter Altmaier und Helge Braun eingequetscht zu sein. Oder ständig dem Geschwafel von Jens Spahn ausgesetzt zu sein. Oder immer so ein komisches Stechen im Rücken zu spüren, wenn Horst Seehofer hinter ihr vorbeigehuscht ist. Einfach mal nichts tun. Okay, das hat sie auch in über 15 Jahren im Kanzleramt gemacht, aber nicht mit so einer schönen Aussicht. Außer wenn Peter Altmaier sich vorher wieder gebückt hatte, um seinen Stift aufzuheben. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Oft sind gerade unsere älteren Mitbürger das Ziel von Verbrechern. Gerade deswegen gibt meine Tante Erna auch Kurse für Senioren, die das Ziel haben, dies zu verhindern. Und vor allem den Spieß auch einmal umzudrehen. Sei es mit gefakten Fortnite-Accounts, die sie über Twitch verhökern, oder indem sie Aimbots für das neue Call of Duty programmieren, nur um diese an Noobs zu verkaufen und die dann bei Activision zu melden. Als Ehrenmitglied würde meine Tante Erna auch eine 87-jährige aus Berlin-Lichterfelde aufnehmen, bei der ein Mann an der Tür geklingelt hatte und behauptete, ein Handwerker zu sein, der von der Hausverwaltung geschickt worden war und einen Wasserschaden in der Küche der Seniorin beheben sollte. Nur hatte der Mann die Rechnung ohne die 87-Jährige gemacht. Denn anstatt sie reinlegen zu können, um ihr Erspartes zu klauen, hetzte die Frau ihn von einer kaputten Sache zur nächsten in der Wohnung. Und nachdem er die quietschenden Fensterläden, den tropfenden Wasserhahn sowie die knarzenden Dielen reparieren musste, konnte der Mann einfach nicht mehr anders und rief freiwillig selber die Polizei, um sich zu stellen. Währenddessen in Lüdenscheid. In meinem Garten habe ich natürlich alles dafür getan, um Bienen und Hummeln einen idealen Ort zu bieten. Sicherlich hat mir dieser Garten schon ziemlich viel Stress mit meinem Nachbarn Günther Joch eingebracht, da er sich immer über das ganze Summen beschwerte oder ihm die ganze Fahrattraktion meines kleinen Disney Worlds für Bienen und Hummeln zu laut sei oder das tägliche Feuerwerk ihn stört. Aber es gibt natürlich Regeln in meinem Garten und gerade Wespen ist der generelle Zutritt verboten, weil die immer viel zu viel trinken und dann Günther stechen. Wobei so schlecht ist es auch wieder nicht. Ein ähnliches Problem gab es nun in Lüdenscheid, als die Feuerwehr gerufen werden musste, da es in einer Schule zu einem massiven Befall von Wespen kam. Angelockt hatte die Wespen leider der Thementag der Schule Zieh dich an wie eine Wespe, was der Feuerwehr leider nur noch schwerer gemacht hatte, die als Wespen verkleideten Kinder von den echten Wespen zu unterscheiden. Derweil in Tel Aviv. Wenn ich nicht gerade hier in diesem Studio sitze oder bei RTL Radio eine Morgenshow moderiere, dann suche ich in den Böden Berlins immer nach versteckten Schätzen. Aber nur Schätze in der Kategorie eines Bernsteinzimmers.
Was ich übrigens schon gefunden hatte, es war unter einem Kreuz mitten vom Reichstag verbuddelt. Aber leider habe ich jeden einzelnen Bernstein darin mit einem Hammer zerschlagen, weil ich gehofft hatte, ein eingeschlossenes Insekt zu finden und mir damit, wie bei Jurassic Park, Dinosaurier-DNA zu initiieren. Mit recht mäßigem Erfolg. Einen anderen wertvollen Silberschatz haben zwei Jugendliche in Tel Aviv gefunden, als sie den Garten eines Nachbarn umgruben und dabei einen Beutel mit 30 Silberlingen fanden. Augenblick mal, 30 Silberlinge? Israel? Können das meine 30 Silberlinge sein, die ich damals bekommen hatte, weil ich jemanden bei den zuständigen Behörden gemeldet hatte? Weil das mit dem Wasser zu Wein super unhygienisch war, denn Wasser sah damals so aus. Und so ein Wasser trinken zu müssen, wäre schon Grund genug gewesen für eine Kreuzigung. Hoffentlich sitzt dieser Jesus dafür noch heute im Knast. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Soundcheck Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Soundcheck Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Vor meiner Zeit als erfolgreichster Anchorman dieses Studios war ich ein gefragter Studiomusiker. Ob bei Justin Bieber, Beyoncé oder bei Peter Alexander. Und gerade Peter Alexander war sogar 20 Jahre nach seinem Tod im Studio immer noch besser als 5 lebende Ariana Grandes. Natürlich kann man mich in den größten Songs dieser Generation hören. Sei es meine exquisite Triangelarbeit bei Led Zeppelins Stairway to Heaven oder meinen einzigartigen Einsatz der Ratsche beim Rolling Stones Song Angie, welches sich übrigens nur um mich drehte. Umso erfreuter war ich, als Peter Alexander mir eine kurze Pause gönnte, um sich den Gehirnen der Musiker vom Tonstudio nebenan zu widmen und ich etwas in einem herumliegenden Soundcheck-Magazin blättern konnte. Und was musste ich da lesen? Helene Fischer hat ein Album ohne mich gemacht? Warum stalk ich sie seit 18 Jahren und dann als Dank das? Deshalb sei verwarnt, Soundcheck-Magazin, die dunkelrote Lady Fake News-Karte an dich und du stehst ab sofort nur noch auf der Setliste der nächsten Tour der Rolling Stones mit dem Titel Sicher, dass wir noch nicht alle tot sind? Das waren die Lately News. Wir sind wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.